Willkommen zu einem kleinen Update-Video heute. Wir reden heute über AMC, GME Beyond, FFA und 2 Feedstocks. Wenn es euch interessiert, bleibt einfach dran. Wie immer, ich benutze die fraktale Methode. Erklärvideo dazu hänge ich wieder ans Ende des Videos. Na gut, dann springen wir gleich rein in AMC. Kleine Sache, bevor wir ins Tracking gehen. Ja, ich sehe das ja auch an den Analytics bei YouTube. Ich weiß, dass sehr viele von euch mein Video nur für AMC, Beyond und GME anschauen. Ist auch absolut okay. Ich sag nur, ich präsentiere heute 2 Weed-Aktien am Ende des Videos, die kurz vorm Ausbruch stehen. Ja? Nur falls es euch interessiert. Zweitens, für das ganz große Update, wie immer, verlinke ich euch das große Update-Video ans Ende des Videos für meine Brackets und warum ich diese Brackets habe. Schaut euch das Video vor 2 Videos an. Heute schauen wir uns nur an, was wir gemacht haben. Also zoomen wir mal rein. Und auch hier, bevor wir ins Tracking reingehen, weil ich jetzt mittlerweile vor allem diese Woche gemerkt habe, dass ich immer wieder dieselbe Frage bekomme. Ich glaube auch mehr im englischen Bereich als im deutschen, ja, aber vielleicht ist es im Deutschen genauso oft. Mir ist es, ich beantworte die ein und dieselbe Frage gern 100 Mal. Ja, bin da relativ resistent. Somit, das ist kein Problem. Ja. Ich frage mich halt nur, wenn ich dann immer wieder dieselbe Frage bekomme, ob ich es irgendwie falsch gezeigt habe. Somit, ich versuche das heute so eindeutig wie möglich rüberzubringen. Es geht darum, weil ich immer wieder die Frage bekomme, ist der Pullback von AMC jetzt fertig? Ja, wir haben jetzt nur noch 2 Versionen. Das hier, unser Main Tracking oder mein Main Tracking. Und die zweite Version bedeutet einfach nur, wir schießen jederzeit hoch. Ja, wir schießen jederzeit hoch, brechen die 200 EMA und auf geht's. Ja, das ist für mich halt die Version, die ich nicht tracken kann, die nie passiert ist. Ich werde das auch dann gleich mit Beispielen zeigen. Und die für mich einfach unlogisch ist. Kann ich es hundertprozentig ausschließen? Nein. Und will ich auch nicht. Weil ich möchte ganz sicher nicht der Arsch sein, der euch erklärt, ihr wartet gefälligst auf den Pullback, ja, und kauft es vorher nicht. Und dann seid ihr beim Run nicht dabei. Deswegen sage ich seit Wochen, ich habe 50% hier an diesem Punkt hier gekauft, 8. April, weil es noch immer gefährlich ist, selbst mit dem perfekten Tracking keine Position zu haben. Ja? Ich habe noch immer meine restlichen 50% nicht gekauft, weil ich von meinem Tracking überzeugt bin und weil ich erst hier unten die letzten 50% kaufe. Sollte es aber trotzdem vorher passieren, habe ich zumindest was. Fürs Haupttracking, einfach nur ohne Beispiele für das. Nein, der Pullback ist nicht fertig. Ja? Punkt davon ist einfach, fürs Main Tracking machen wir auf jeden Fall einen FIB 0.5 Pullback von unserem Low zu unserem A. Dieser 0.5 FIB Pullback ist fertig bei 1,34 $. Wir können auch, weil es atypisch ist, als Regel für meine Methode, einen 618 Pullback machen. Der wäre bei 1,22 $. Ja. Noch einmal, es ist nicht zwingend nötig, die 0.5 auf den Millimeter genau zu treffen. Man kann auch ein bisschen drüber und ein bisschen drunter sein. Ja. Was wir unter keinen Umständen machen dürfen, ist die 786 FIB zu berühren. Das bedeutet 1,09 $. Wenn wir in diesem Pullback so tief runtergehen, stimmt irgendwas nicht. Ja? Und falls Leute halt sagen, ja gut, ich schaue nur auf die Prozente, gut, das würde bedeuten, der Pullback ist erst fertig, wenn wir 22% runtergehen.
um das eindeutig klarzustellen. Danach könnten wir vielleicht noch ein Higher Low machen, ein kleines. Aber im Prinzip sind wir dann fertig. Jetzt, warum ich das so sehe. Erstes Beispiel. Linke Seite, einstündiger Chart von heute oder den letzten Wochen. Rechte Seite, einstündiger Chart von 2021. Und zwar von Jänner bis rauf zu Mitte Jänner, bevor wir den riesen Squeeze hatten. Ja. Und im Jänner hatten wir unser Wie. Damals haben wir ein Higher Low gemacht, das haben wir hier eindeutig nicht gemacht. Aber was wir gemacht haben, wir sind rauf zu unserem A gelaufen. Rauf zu unserem A. Was haben wir dann gemacht? Von unserem Wie zum Peak von unserem A haben wir einen 0.5 Pullback gemacht. Dasselbe, was ich hier auch erwarte. Nach diesem Pullback, ich meine, das ging relativ schnell. Ja? Nach diesem Pullback haben wir noch unser Higher Low gemacht. Dann sind wir marschiert. Das wäre das erste Beispiel. Und hier ist das zweite Beispiel von April 2024 in Mai 2024. Ja. Da haben wir zwar das Higher Low nicht gemacht, aber wir sind rauf zu unserem A gelaufen. Ziemlich ähnlich zu hier, ein bisschen langsamer vielleicht. Haben einen 0.618 Pullback gemacht. Selbe, was wir hier auch erwarten könnten. Dann haben wir noch ein perfektes Higher Low dran gehangen. Und dann sind wir marschiert. Ja? Genau dasselbe. Ja? Wir haben nie vor den großen Squeezes von AMC irgendwas anderes gemacht und sind einfach raufgelaufen und ole marschiert. Ja? Könnte falsch liegen. Und wenn ich falsch liege und wir gehen früher, ole. Ja? Ich wäre der Erste, der da sitzt und mich freut. Aber das ist der Grund. Auch dazu, weil ich glaube, das war im Englischen, auf dem englischen Kanal gehört habe, wir sollten doch jetzt schon fertig sein. Bezüglich Zeit. Ich habe noch immer Mitte bis Ende Mai als Ziel. Wenn das zutrifft, wir müssen irgendwas bis dahin machen. Ja? Somit das hier, vor allem, ihr braucht euch das nur anschauen, könnte falsch liegen. Wenn man einfach die Trendlinie sieht, das sind perfekte Touchpoints derzeit. Ja? Ich sehe hier noch immer keinen Ausbruch. Ja? Vielleicht machen wir, morgen ist Donnerstag, gehen nochmal rauf, rejecten hier wieder, gehen runter. Wisst ihr, was ich meine? Ja? Das kann sich hinziehen. Ich meine, auf der anderen Seite, ja, sagen wir, Donnerstag oder Freitag schießen wir plötzlich hier runter zu diesen 2 Punkten. Oh Mann, ja, ich kaufe dann. Wenn das schneller geht, who cares? Ich bin sofort dabei. Falls nicht, ja, das kann man über 2-3 Wochen locker ziehen. Das ist kein Problem. Seht es ja. Ja? Nur um das wirklich eindeutig klarzustellen. Und noch einmal, kein finanzieller Advice. Ich bin immer der Meinung, es ist gefährlich, keine Position zu haben. Erstens, ich werde das euch bei den Wheat-Stocks heute zwar zeigen. Ich bin von meiner Methode absolut überzeugt. Für mich funktioniert sie 100%. Nur, ich sage das auch im Tutorial-Video, das Fractal funktioniert. Die Interpretation ist nur falsch. Was auch immer vielleicht, irre ich mich, übersehe ich irgendwas. Ihr glaubt hier noch immer mir, ja, ich meine, finde ich schön, ja, nur jeder Mensch kann sich irren. Deswegen sage ich es eindeutig dazu, es ist gefährlich, keine Position zu haben. Ja? Okay. Ja, ich glaube, das war's für AMC. Dann springen wir gleich rein in GME. So, hier auch fürs ganz große Tracking verlinke ich euch das große Update-Video am Ende des Videos. Auch hier habe ich vor 2 Videos ganz genau gesagt, die Brackets und wie und auch warum, falls euch interessiert. Heute schauen wir uns an, was wir gemacht haben. Und wir haben was gemacht. Weil während AMC seinen schönen Run hatte, war GME relativ flach, eher unauffällig, nichts gemacht. Wir hatten ja früher also bis genau hier, bis zum 15. April, hatten wir ja noch die Alternative, wir können runtergehen zu 17.
Ich habe immer gesagt, dass diese Variante für den Pullback zu 17 in dem Moment tot ist, wenn wir $25 brechen. Und das haben wir am 15. April. Die bullische Variante war immer, dass Jimmy sein Wie im November gemacht hat. Das war sein wunderschönes Higher Low. Das war klein a. Das hier bei den Earnings war der perfekte 618 Pullback. Und das Einzige, was uns fürs GME-Tracking noch fehlt, ist der Run zu großem A. Der muss über 28 sein. Ein letzter Pullback, selbe wie AMC. Und dann beide treffen sich in dem Punkt und marschieren. So, ich habe auch gesagt, 25 killt 17, also die 17-Variante und ist bullish. Bestätigung dafür ist der Bruch von 26. Und was haben wir heute gemacht? Wir haben 26 gebrochen. Ja. Also ich könnte in den nächsten Wochen, wenn nicht vielleicht schon diese Woche, ja, einfach einen Run nach oben sehen. Ja. Groß A ist irgendwas über 28, könnte in die 30er, 37er Reihe gehen. Letzter Pullback und wir marschieren. Auch hier sei dazu gesagt, dasselbe wie AMC. Wenn wir hier kein Pullback machen, einfach losmarschieren, so be it. Ja. Eins ist nur absolut klar, ich sehe nicht, dass GameStop alleine rennt. Ich sehe auch nicht, dass AMC alleine rennt. Entweder es rennen beide oder es sterben beide. Aber, weil wie immer auch gleich die nächste Frage kommen könnte, wenn jetzt GameStop aber raufgeht, wie kann AMC runtergehen? So, synchronisiert sind sie nur im Squeeze. Ja? Was dazwischen passiert, macht jeder sein eigenes Ding, weil sonst wird der Chart komplett gleich ausschauen und das tut er definitiv nicht. Ja? Deswegen kann AMC nach oben, GME nach oben gehen, während AMC seinen Pullback macht. Das ist kein Problem. Aber beide schauen super aus. Sind nur an verschiedenen Positionen derzeit. Okay, soviel zu GameStop. Nächstes ist Beyond. Auch für Beyond, fürs ganz große Tracking, verlinke ich euch wieder das große Tracking-Video am Ende. Wir schauen uns nur an, was wir jetzt bis heute gemacht haben. Auch zu sagen, es hat sich nichts geändert. Unser nächstes großes Ziel ist A bei mindestens etwas über $15. Ja, wenn wir nicht etwas Sautummes machen. Und wenn man es ganz normal sieht, ist für mich das mindestens bis Juli, August erreichbar. Ich könnte es aber locker auch schon Mai, Juni sehen. Jetzt zu unserem Tracking, weil es hier auch anscheinend ein paar Missverständnisse gab. Wir hatten ja, also im Prinzip, noch einmal dazu gesagt, jegliche bärische Variante ist für mich persönlich vom Tisch. Wir hatten die bärische Variante, dass wir runtergehen zu 57, vom Tisch. Wir hatten die Variante, dass wir Allzeitlow brechen, meiner Meinung nach vom Tisch. Ja. Das Allzeitlow war im Oktober, das große Higher Low ist fertig. Jetzt geht es nach oben. Jetzt hatten wir ja in den letzten Tagen einen wunderschönen Ausbruch. Und das Problem bei der Sache ist nur, das hier ist auf jeden Fall unser mittleres A. Es wäre schön gewesen, wenn wir gleich das M gebrochen hätten, weil dann hätten wir von vornherein einfach was Dummes machen können. Dadurch, dass wir es nicht gebrochen haben, entsteht dieses A nur. Das A ist über dem T, aber unter dem M. Was haben wir gemacht? Wir sind hier raufgeknallt und sind rejected. Dann sind wir wieder runtergeknallt. Ich habe gesagt, wenn wir hier stehen bleiben, haben wir noch immer eine Chance, dass wir was Dummes tun. Sind wir nicht. Wir haben einen perfekten Breakout-Retest gemacht. Und zwar von unserer Haupttrendlinie. Ich meine, okay, jetzt kann man sagen, das sind nur 2 Touchpunkte, aber eine andere gibt es einfach nicht. Aber was wir auch gemacht haben, ist, wenn ihr das seht, wir sind sehr nah an die 0.5 gekommen. Wirklich nah. Es gibt zwar noch immer, und zwar, wenn ihr euch das ganz genau anschaut, ja, 95 Cent, die 0.5 liegt bei 94 Cent. 1 Cent hat uns gefehlt. Jetzt kann ich halt leider auch sagen, okay,
im unwahrscheinlichsten Fall haben wir es nicht berührt und müssen es noch berühren. Ja, okay. Glaube ich nicht, aber okay. Ja. Ähm, Ich glaube, wenn wir hier noch mal runterkommen, ist es eher wahrscheinlich, dass uns die 618 FIB fehlt. Ja, das wäre bei 84 Cent. Nur wegen einem Cent. Nee. Aber sag niemals nie. Aber was haben wir jetzt danach gemacht? Wir sind gebounced. Wenn man hier ganz klar hineinzoomt, dann haben wir hier sogar ein kleines High-Low. Und das hier wäre wieder unser kleines Mini-A. Ja, in dem Bezug wäre ich mir ziemlich sicher, es geht jetzt wieder nach oben. Ja. So, zu wie hoch? Was passiert als nächstes? Wie gesagt, das nächste Ziel ist der Bruch von 1,61 $. Nur weil wir jetzt A gemacht haben, kann ich nicht ausschließen, dass wir jetzt, wenn wir 1,61 brechen, nicht sofort was Dummes tun. Es ist für mich nur unwahrscheinlicher. Wenn man A und einen Pullback macht, ist es wahrscheinlicher, dass man B auch macht. Ja, sei einfach dazu gesagt. Aber die Chance besteht noch. Weil wir hier jetzt keine Landmarks mehr haben, ja, weil M ist unser letzter Landmark. B muss über M sein. Muss unter dem größeren T sein. Unser großes T ist ja bei $15, was unser großes C A ist und unser mittleres C. Das C von diesem B und diesem A. Jetzt ist halt die Sache, ich kann euch nicht einmal wirklich sagen, wie hoch B gehen kann. Ja? Um das klarzustellen, wir reden hier von dieser Trendlinie hier. Stelle ich sie noch richtig ein. So. Wir reden hier von dieser Trendlinie, die auch nur 2 Touchpoints hat, und zwar von L über das Peak von unserem Higher Low. Meiner Meinung nach kann der B-Peak, der mittlere B-Peak, irgendwo zwischen 1,60 und $5 liegen. Ja? Wenn wir den machen. Irgendwo hier dazwischen, und wenn wir unbedingt langsam sein müssen, irgendwo in diesem Bereich kann der B-Peak liegen. Ja? Wo auch immer dieser B-Peak ist. So, mit, sagen wir, machen wir es ganz, ganz wild, sagen wir bei 5,28 ist unser B-Peak. Rejection von der Trendlinie würde am meisten Sinn machen. Brauchen wir danach einen 0,5 Pullback. Und zwar von unserem A-Low. Ja? Von dem A-Low, was wir jetzt gerade gemacht haben. Das bedeutet, wir kommen rauf zu 5,22 und unser Pullback geht dann runter zu 2,26. Und danach bleibt nichts anderes mehr übrig als irgendwas über $15 über unseren T. Wenn wir nicht einfach etwas Dummes tun und einfach nach oben schießen. Ja, kann ich noch immer nicht ausschließen. Und dazu sei auch gesagt, ihr habt es jetzt gesehen, wegen Geschwindigkeit. Wie gesagt, mein Ziel ist Juli, August, spätestens. Ich würde aber trotzdem annehmen Mai, weil irrsinnig viele Aktien sind im Mai. Aber ihr habt es gesehen, wie lange jetzt A gedauert hat. Ja, also von hier zum A rauf waren 7 Tage. Der Pullback von A, wenn es das war 1 Tag. Ja. Also nehmen wir mal an, B sind auch nur 7 Tage. Ja, das ist die letzte Augustwoche. Pullback einen Tag, irgendwas am 1. Mai oder sonst was. Und dann sagen wir 7 Tage wieder rauf. Dann sind wir, wann? Dann sind wir erste, zweite Woche Mai. Ja. Klar, das schaut jetzt zu viel aus, und achtet nicht auf das hier unten. Ja. Das schaut zu viel aus. Das kann verflucht schnell gehen. Ja. Nur Landmarks. Was wichtig sind Landmarks. Wenn wir 61 brechen und was Dummes tun, perfekt, super. Jeder ist happy. Wenn wir langsam voranschreiten und langsam, ja, dann haben wir unsere Landmarks. Fertig. Ja. Deswegen habe ich auch gesagt, keine Weeklies.
im besten Fall Juli, August oder überhaupt im besten Fall, ja, meine Hauptposition ist im Jänner 2027, weil ich kann mich zurücklehnen und auf alles scheißen. Ja, mich interessiert nicht, ob wir einen Pullback machen, weil mein Ziel weiß ich, wo das hingeht. Und diese $15, kein finanzieller Advice, ist für mich eindeutig, dass wir das vor Jänner 2027 erreichen. Somit ist mir das absolut egal, ob das jetzt eine Woche länger dauert oder nicht. Okay, ich glaube, ich habe alles. Ja. Nächstes ist FFAI. So, für FFAI auch wieder ganz große Erklärung. Verlinke ich am Ende des Videos. Heute interessiert uns eigentlich nur, was wir gemacht haben. Und eins sei auch dazu gesagt, ich lag hier falsch. Ja? Ich habe immer gesagt, wenn das falsch ist, sitze ich da und sage, es ist falsch. Mein altes Tracking war, dass das hier Higher Low ist. Das hätte aber bedeutet, und vor allem, dass wir hier runtergehen müssen, zu 786, ja, bis Freitag. Das hat perfekt ausgeschaut und das wäre mein Tracking gewesen. Ist eindeutig falsch. End of Story. So, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Ja? Weil ich habe sogar beim Kollegen gefragt, weil ich vielleicht einfach zu blind war, ja, oder zu negativ eingestellt. Kann manchmal passieren. Weil ich mag diese Aktie wirklich nicht. Ich habe noch immer Optionen, aber ich mag sie einfach nicht. Sache ist die, wenn man sich das hier anschaut, von diesem V zu diesem Peak, das ist ein perfekter 618 Pullback. Kann man nicht wegreden. Somit, das hier kann klein a sein. Ja. Nächste Sache. Wir reden jetzt von der absolut bullischen Variante hier. Ja. Nächste Sache. Wenn wir jetzt von unserem A-Boden hier am 17. April eine FIB ziehen hier hinauf, dann ist das ein 0.5 Pullback. In dem Fall wäre das B. Und der Pullback wäre fertig. Ich habe in dem kleinen Post und auf der Homepage gesagt, wenn wir 61 Cent brechen, wird es verfickt nochmal bullish. Bedeutet, wenn das so stimmt, wenn diese, vergesst die bärische Version, wenn das hier B ist, hier drüber ist nichts mehr. Ja? Meiner Meinung nach über 1, wir machen dann unser C, das wäre irgendwo hier. Und ganz ehrlich, wenn wir über kleines T brechen, dann ist Zeit, was Dummes zu tun. Ja? Ihr kennt meine Einstellung, wenn ihr die alten Videos gesehen habt. FFI, wenn es anfängt zu laufen, überspringt es A und B. Dann ist es Zeit, was Dummes zu tun. Das wäre die bullische Variante. Das bedeutet aber wirklich auch von hier auf aufwärts. Ja, kein Wenn und Aber und wir müssen über 61 Cent. Das ist die bullische. Die bärische, warum auch immer, wir sind unter T, rejected. Ja? Ich meine, ich tue mir jetzt mit diesem A hier wirklich schon schwer. Ich tue mir wirklich schwer mit dem, weil wo ist B? Ja, das Einzige, was ich hier sagen kann, ist, dass das B irgendwo im Chat-Test ist. Irgendwo hier drin. Ja? Sonst tue ich mir schwer. Aber weil wir T hier rejected haben, ja, wäre das hier schon Lower High. Ja? In dem Fall wäre das halt unser großes Higher Low. Das wäre unser großes Higher Low. Und in dem Fall müssen wir noch immer hier runter zu entweder 25 Cent, weil das die 786 ist. Wenn das hier aber unser A ist, dann ist unser Ziel wie an der A bei 27 Cent. Ja. Dann müssen wir hier nochmal fürs Higher Low runter. Dann können wir wieder was Dummes tun. Und klarerweise müssen wir das auch halten. Ja. Ich bleibe noch immer dabei. Sollten wir noch einmal diese 20 Cent Marke brechen, ist es vorbei mit der Aktie. Endgültig. Aber was bullish ist bullish. Ja, also zu was ich mehr tendiere.
Sagen wir so, ähm, ich habe Jena Calls für dieses Ding. Das habe ich schon, glaube ich, hier gekauft. Ja, für 2 Cent oder was auch immer. Ähm, die waren heute mit 150% im Plus. Ja, oder nicht heute, gestern, am Dienstag. Ja. Ich habe 50% verkauft. Einfach nur, damit ich mein Investment rauskriege. Aber den Rest halte ich noch immer. Ja, also kein finanzieller Advice, ich gebe dem noch eine Chance. Mich würde es nicht wundern, wenn es nicht passiert, ja, aber ich gebe dem noch eine Chance. Ja, das schaut nicht schlecht aus. Mein Ziel ist dafür halt auch Mai, wie alle anderen. Ja. Schauen wir, was passiert. Okay. Nächstes ist Sundial. So, und für Sundial gibt es eine relativ witzige Geschichte. Ja? Ich habe dieses Ding, glaube ich, im März oder im Jänner oder im Februar gezeigt. Schaue ich gleich nach. Damals waren wir, glaube ich, oder was im Dezember? Keine Ahnung. Hier oder hier oben. Ja, kann sein. Getrackt, weil es einer von euch gefragt hat. Ja? Ich habe damals gesagt, ja, also entweder zum Tracking kommen wir gleich, entweder es schaut gut oder schlecht aus, aber wir brauchen auf jeden Fall noch einen Pullback. Und eine Sache dazu, ja, hier sind meine Hauptaktien, die ich tracke, wo ich meine, das Tracking ist super, wo ich auch immer sehen will, was es ist. Das hier ist die Liste von allen Aktien, wo ich noch immer Tracking habe, wo ich mir aber manchmal einfach nur Alerts gesetzt habe, weil diese Dinge halt noch nicht fertig sind. Und manchmal vergesse ich und übersehe ich einfach eine. Jetzt hat mich heute ein Kollege darauf hingewiesen, sag mal, ist das nicht dort, wo es sein sollte? Ja? Und damit ich hier jetzt keinen Blödsinn erzähle, einfach nur als Beweis, dass Fractal Theory perfekt funktioniert. Hier ist das Video vor 2 Monaten. Ja? I completely tracked it, completely new. I have to say, it's one of the clearest and easiest fractals in my opinion. Ja? Ja. War zwar auf Englisch, ich habe es jetzt auf dem deutschen Kanal, glaube ich, habe ich nicht einmal hier oben, aber ich habe es auf jeden Fall gemacht. Also, ja. Ja, und ich hätte es fast übersehen. Verfluchte Scheiße. Weil der Buy-in, komm als erstes zum Tracking, ja, damit es jeder versteht. IPO war unter C, seitdem runtergeknallt. Irgendwo hier haben wir unser kleines Loa runtergeknallt, zu diesem Punkt, wieder raufgeschossen. Ist generell wichtig, weil man sieht, dass Sundial gerne raufschießt. Allerdings sieht man bei Sundial auch, dass es seinen A-Pullback und seinen P-Pullback immer macht. Selbst in den Chat-Tests. Ist auch wichtig. Runtergeknallt, unter das Level, wo wir angefangen haben. Wieder raufgegangen. Hier war die Entscheidung. War jetzt das hier unser T oder das hier unser T? Wenn das hier wäre, wäre das schlecht und ich würde es euch wahrscheinlich jetzt noch nicht zeigen, weil es hätte noch mehr Zeit in Anspruch genommen. Jetzt bin ich mir verflucht nochmal ziemlich sicher, dass das hier unser T war. Wir gehen runter zu unserem Allzeit-Low. Was haben wir seitdem gemacht? Ein perfektes Makro-Higher-Low. Ja, perfektes Makro-Higher-Low. Fertig. Gut, und dann, wie ich immer so schön sage, hätten wir noch ein kleines Micro-Higher-Low dranhängen können, aber wir sind über T. Bedeutet, es gibt kein Micro-Higher-Low mehr. Bedeutet, was passiert als nächstes? Das nächste, was passiert ist, wir machen entweder etwas Dummes. Das bedeutet, wenn wir hier ausbrechen, schießen wir nach oben. Oder wir machen A, Pullback B. Für diesen A-Pullback müssen wir aber rauf zu $4 wahrscheinlich. Mindestens. Ja? Nein, nicht mindestens, sondern maximal. Nein. Hier 3,80, 3,50. Ja? Wenn wir den 0.5 Pullback machen und den Breakout Retest und den 6.18, sind wir hier in der $3,04
44 Range für unser A. Ne? Da ich davon ausgehe, dass wir einen Pullback machen, ja, weil wir es halt jedes Mal gemacht haben, machen wir als erstes A, Pullback, Breakout Retest. Jo. Aber danach machen wir B. Und B ist hier oben bei 48. Und das ist der Wahnsinn bei der Sache. Und kein finanzieller Advice. Ich sehe dieses B dieses Jahr noch, wenn wir das nicht in einem Rutsch erledigen. Und dazu sei auch noch gesagt, weil ich mir dazu ja was überlegt habe, Trading Strategy. Ich sage es jetzt nochmal ganz eindeutig dazu. Kein finanzieller Advice. Ich bin kein Finanzberater oder sonst irgendwas. Ich kann euch nichts beraten oder sonst was. Ich sage euch nur was ich gemacht habe. Ja? Erstens, man kann das hier locker mit Aktien spielen. Es ist extrem billig bei 1,72 noch 72 und unser Ziel ist 48. Ja? Und mit Aktien habt ihr keinen Stress. Ja? Ist ja wurscht, ob sie verfallen oder nicht, weil Aktien halten. Für Options, meine Hauptposition ist Jänner 2027. Und zwar aus einem einzigen Grund, weil erstens der Maximalstrike $5,05 ist. Wir reden allerdings für Jänner irgendwas schon hier oben. Und der Preis ist derzeit 5 Cent bis 15 Cent. Ja, das ist nichts. Das wäre meine sichere Position. Die nicht so sichere Position. Welche war das Moment? Genau. Die nicht so sichere Position ist Juni. Ja? Und zwar $3. Weil im Juni gibt es maximal $3 Strikes. Ja? Das ist allerdings das, was wir im Juni erreichen wollen. Spätestens. Und diese Optionen kosten halt zwischen 3 und 5 Cent. Das ist halt auch nichts. Kein finanzieller Advice. Wie gesagt, meine ganz große Position heute angefangen, ja, weil ich halbwegs geschockt war, dass ich das hier fast übersehen habe. Im Jänner, meine kleinere Position ist im Juni. Was ihr macht, ist komplett eure Sache. Gut, und dann ein noch viel besseres Play. Und das ist natürlich auch ein Beatstock. Und nachdem ich mir heute mein altes Tracking bei Sundial auf YouTube angeschaut habe, habe ich natürlich, glaube ich, sogar war nicht im selben Video. Es war, glaube ich, in einem anderen, aber das kam auch von euch. Ja? Und ich habe es damals auch getrackt. Und es ist dann auf der blauen Liste gelandet und ich habe mir leider keine A-Lets gestellt. Aber ich habe es mir dann heute nach Sundial angeschaut und habe mir gedacht, was zur Hölle. Dieses Ding ist halt auch fertig. Aber auch dafür fangen wir von neu an. Für Canopy bin ich mir ziemlich sicher, wir machen A und B. Ja? Ganz einfach deswegen, weil Canopy hat in seinem B als IPO angefangen. Ja? Es ist jetzt wurscht, ob es jetzt hier ist oder nicht, aber wir sehen, es gab hier Pullbacks. Dann sind wir raufgelaufen zu unserem C. Lower High, Midpoint, T, runtergeknallt zu unserem W. Und hier unten haben wir das perfekte Higher Low gemacht. Und sind auch schon wieder ausgebrochen. Ja. Selbe wie Sundial. Und eins dazu gesagt, ja. Falls mir jetzt irgendeiner kommt mit, ja, weil Trump heute bla bla bla. Nee, ja. Das hier ist heute. Der Run hat hier schon angefangen, ja. Also alleine hier, ja, sind das schon 44%. Ja. Trump hat heute geblablat. Ja. Das war vorher schon. Ja. Somit, nee. Kommt's mir nicht damit, ja, dass das nur rennt wegen Trump. Ja. So. Unsere nächsten Ziele. Wenn wir hier über diese Linie brechen, ich meine, für mich ist es schon verfliegt nochmal bullish, habe auch schon eine Position heute gekauft, werde ich dann auch gleich sagen. Nächstes Ziel ist $20. Mindestens. Weil es
über TEs. Weil wir hier die Pullback suchen, ist das Maximum 42, weil A geht nicht über M. Also für den ersten Push 20 bis 42 ist dann 0.6 oder 0.5 Pullback, wahrscheinlich 0.5 Pullback, werden wir sehen. Rauf zu unserem B. Dieses B muss über 46 sein. Ja. Aber unter 500 und das ist schon crazy. Ja. 0.5 Pullback. Dann ist noch nicht die Frage, brechen wir Allzeit hoch oder nicht. Eine Warnung, also ich spiele es hauptsächlich für das, wir hatten hier schon einen Split, einen 1:10 Split. Ja. Ich wäre vorsichtig mit dem Gedanken, dass wir Allzeit hoch wieder brechen. Vielleicht ja, vielleicht nein. Ich glaube eher, wenn wir es brechen, haben wir vorher noch einen Forward Split. Ja. Es ist immer scheiße, wenn man eine Aktie hat, die schon einen Split, einen Reverse Split hatte. War das ein Reverse Split? Ja, ein Reverse Split hatte. Ohne Forward Split kommt man meistens nicht mehr in diese Ziele. Ich sage jetzt nicht, das ist unmöglich, aber Vorsicht. Wir spielen es jetzt hauptsächlich mal für A. So, und auch das hier ist für mich, lass mal kurz nachschauen. Ja, Ende Mai. Ja, Ende Mai, Juni, August. Es ist dasselbe wie Sundial, das vielleicht sogar schon ein bisschen früher, aber ich nehme mal an, dass sie beide gleich das machen werden. Um hier raufzukommen. Ja. So, jetzt wieder kein finanzieller Advice. Nur eine Idee, was ich mache. Meine Hauptposition für Canopy ist wieder Januar 2027 Calls. Ich meine, wieder, ihr könnt das absolut mit Optionen spielen, mit Aktien spielen. Aber für Leute, die es Optionen interessiert, Max Strike im Jänner ist $10. Weit über dem, weit unter dem, was wir erwarten, weil wir erwarten mindestens $19, $20. Und die kosten halt heute noch 4 bis 7 Cent für Jänner. Wir erwarten das hier allerdings schon im Mai, Juni diesen Jahres. Man kann natürlich auch weiter in the money gehen, wenn man weniger Risiko eingehen will. Ja, warum nicht? Das ist meine Hauptposition. Ich habe keine kürzere, weil wenn man sich anschaut, zum Beispiel Juni-Optionen oder Juli-Optionen, wenn man sich Juli-Optionen anschaut, dann ist halt der Max Strike $6. Die kosten aber 3 bis 5 Cent. Das ist jetzt komplett euch überlassen. Ja, ich gebe euch da keinen finanziellen Advice. Es ist einfach nur, warum etwas mit kürzerer Laufzeit kaufen, was nur um 1-2 Cent weniger kostet. Deswegen sind meiner Meinung nach die Januar-Optionen so extrem verlockend auf diesem Ding. Ja. Und es schaut perfekt aus. Ich habe einfach für Sundial und für Canopy keine Alternative derzeit. Ihr kennt mich, ich hasse das. Ja? Aber was bullish ausschaut, schaut bullish aus. Und es schauen halt so viele Aktien derzeit aus, auch EMC und GME, dass Mai ein fantastischer Monat wird. Ja? Okay. War ein kurzes Video heute. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Dann, eigentlich perfekt. Wie immer, das Erklärvideo zu dieser Methode. Da, Playlist. Da, ganz großes Video mit allen unseren Aktien da dahinter. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gebt es mir ein Like. Wenn ihr mehr sehen wollt, gebt es mir ein Abo. Und schauen wir, was passiert die letzten 2 Tage. Wir sehen uns.